Wie willst du heutzutage eigentlich noch eine Sprache lernen? Du hast den ganzen Tag gearbeitet, dein Kopf tut weh und das Letzte, was du jetzt willst, ist ein Lehrbuch aufzuschlagen oder Vokabeln zu pauken. Perfekt! Setz dich gar nicht erst an den Schreibtisch, leg dich auf die Couch. Denn Linguisten sagen, genau jetzt lernst du Sprachen am besten. Ich zeig dir, was dahinter steckt und wie genau du ab heute quasi im Liegen Fortschritte machst. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Ich lerne so seit einigen Jahren Japanisch und es funktioniert besser als alles andere davor. Sogar die komplexen Schriftzeichen lese ich seit dem Wechsel auf diese Methode problemlos, obwohl ich die meisten nie aktiv lernte. Wir glauben immer, wir müssten uns zum Sprachelernen konzentrieren, aber Dr. Eleanor Small hat nachgewiesen, wenn wir mental erschöpft sind, klappt es sogar besser. Aber warum? Weil wir dann aufhören, nach Logik zu suchen, die es in der Sprache eh nicht gibt. Denn schon der Begründer der modernen Sprachwissenschaft, Ferdinand de Saussure, sagte, die Verbindung zwischen einem Wort und seiner Bedeutung ist völlig willkürlich. Es gibt keinen Grund, dass ein Baum Baum heißt. Es ist einfach eine Konvention. Und genau diese Konvention akzeptieren wir am besten, wenn wir zu müde sind, alles krampfhaft zu hinterfragen. Es ist wie Atmen. Du musst nicht verstehen, wie Sauerstoffmoleküle funktionieren, um zu atmen. Du musst nur in der richtigen Umgebung sein. Was ist die richtige Umgebung? Das erklärte uns Stephen Krashen. Eine, in der wir ein Wort in einer Fremdsprache sehen oder hören und irgendwie verstehen können. Haben wir dabei Sätze vor uns, ist es leichter, je weniger unbekannte Wörter darin vorkommen. Du wirst so vielleicht nicht direkt merken, dass du lernst, aber du tust es. Denn wie uns Paul Nation sagte, müssen wir ein Wort in durchschnittlich etwa 12 verschiedenen Situationen erkannt haben, um es uns anzueignen. Ärgere dich also nicht, wenn du meinst, eine Vokabel einfach nicht behalten zu können. Das ist der ganz normale Lernablauf. Kurz gesagt, musst du nur lange genug dranbleiben. Aktiv mit jemandem reden? Keine Voraussetzung. Das benötigt sowieso erst etwas Erfahrung mit der Sprache und gutes Verständnis als Grundlage. Ich sage nicht, dass es in bestimmten Situationen nicht lohnen kann. Das erklärt uns Swains Output-Hypothese. Aber die sagt auch, es ist nicht der Hauptteil des Spracherwerbs. Du kannst dich also bequem zurückziehen und ungestört für dich alleine lernen. Aber wie sieht das Lernen nun aus? Lehrbücher oder Kurse würden Arbeit bedeuten. Apps wie Duolingo sind hingegen, nun ja, eigentlich komplett nutzlos. Und du hast natürlich keinen Bock, irgendwas zu tun. Das Einzige, wozu du dich noch aufraffen kannst, ist, ein wenig auf dem Handy herumzuklicken. Perfekt, denn mehr musst du nicht tun. Dafür sorgen sogenannte Reader-Apps. Die erledigen die Drecksarbeit, das Nachschlagen für dich, während du eigentlich nur deinem Hobby nachgehst. Meine Stammzuschauer werden wahrscheinlich schon davon müde, wie mantraartig ich diese Apps empfehle. Deswegen die Kurzversion. Megaku, mein Favorit für Android, iOS und PC. Gibt dir die Funktion in Videos, Webseiten, E-Books und Podcasts. Zahl aber nicht voll, mein Link spart Geld. LinkU, größere Sprachauswahl, dafür umständlicher. Mit meinem Link bekommst du hier ein paar Bonusmünzen. Dokuen, meine neueste Obsession. Android exklusiv und du musst es selbst einrichten, klappt aber gar in Spielen und der Netflix-App. Der Entwickler reagiert zudem auf Feedback und hat bereits mehr als eine meiner Ideen umgesetzt. Und nun konzentrierst du dich auf denselben Lernablauf, den ich ebenfalls in meinen anderen Videos schon durchgekaut habe. Zurücklehnen und irgendwas ansehen, was dich interessiert, dabei aber jedes unbekannte Wort anklicken, um es zu verstehen. Jedes Mal, wenn du das tust, lernst du unbemerkt ein klein wenig Sprache, wie ein Wassertropfen, der einen Stein aushöhlt. Ein Spiel, Buch oder Anime, die dir wirklich sehr gefallen, sind hier auch wesentlich effektiver als irgendwelche Nachrichten, die womöglich nur deine Stimmung runterziehen. Nicht nur willst du ja sowieso deinem Hobby nachgehen, es ruft zudem positive Emotionen hervor und du kennst den Kontext besser. Beides Dinge, die beim Sprachenlernen zuträglich sind. Und wenn du was nicht komplett verstehst, macht nichts. Grobes Verständnis reicht vollkommen. Zudem hast du ja auch die Bedeutungen einiger Wörter gesehen, auch wenn sie dir direkt nach dem Satz schon wieder entfallen sind. Komplett normal. Wenn du ihnen oft genug begegnest, bleiben sie irgendwann hängen. Siehst dann später einen Satz, der zuvor Spanisch vorkam, nochmal, kann es gut sein, dass du plötzlich verstehst, was er dir sagen will, ohne etwas Neues gelernt zu haben. Konsistent sein ist auch nicht wichtig.
Es sagen zwar immer alle, dass ja nur 5 bis 15 Minuten am Tag besser sind als 8 Stunden an einem Tag, aber das stimmt so nicht. Du musst nur genug Zeit aufbringen. Aber das machst du so, wie du sie findest. Streak unterbrechen? Absolut kein Problem. Und selbst wenn du mal länger nicht dazu kommst, löscht das deine bisherige Erfahrung nicht. Im Gegenteil, manchmal wirst du nach solchen Pausen gar merken, dass du plötzlich alles besser verstehst. Eins sollte dir aber bewusst sein: Du lernst so, Sprache zu verstehen und bekommst ein Sprachgefühl. Grammatik erklären zu können, ist eine andere Fähigkeit. Wenn die Sprache dein Hobby ist, kein Problem. Wenn du für die Prüfung nächste Woche lernen solltest, brauchst du aber vielleicht noch explizites Grammatikwissen. Praktischerweise funktioniert diese Methode nicht nur, wenn du kaum Zeit hast. Ich schwöre darauf, da ich jahrelang erfolglos mit Lehrbüchern, Kursen und Co. lernte und erst Fortschritte machte, als ich mich davon löste. Wie mir der Wechsel half, findest du heraus, wenn du auf das Video klickst, das ich jetzt gerade einblende. Denn dort rede ich über meine Erfahrungen während des Austauschstudiums und wie ich trotz vollem Engagement, guten Noten und sprich jeden Tag gegen die Wand gerannt bin. Hier hingegen sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.